Das Thema ist, die Städte sind verstopft und Verkehrswende ist schwierig. Eigentlich sehen alle die Probleme. Es ist voll, es ist irgendwie nervig. Ich lebe jetzt seit 5 Jahren ohne Auto und irgendwie die Alternativen sind alle nicht so richtig geil. Also mein Bruder und seine Frau, die waren bei mir zum Grillen. Die haben 2 größere Kinder und die haben kein Auto in der Stadt. Und sie brauchten eine Lösung, um ihre Kinder zu transportieren, weil man kann eben nicht alles mit U-Bahn und S-Bahn und so weiter erledigen. Einkaufen war mit so einem Hacken-Porsche, so einem Trolley. Zwar ein lässig und mit irgendwie einer aus Plane, aber irgendwie einfach unkomfortabel. Es war immer so, ich habe mir immer einen abgeschleppt und dann auch mit den Kindern abends irgendwie zurückfahren. Die Strecken, die man eigentlich schon gerne mit dem Auto macht, die aber in der Stadt uncool sind, weil Parken so stressig ist, dass es nicht funktioniert. Wir hatten dann auch verschiedene Lastenräder ausprobiert und aber festgestellt, okay, die Lösungen, die es aktuell gibt, die sind für Kinder und Hunde. Aber dass es wirklich ein vollwertiger Ersatz ist für individuelle Mobilität. Das heißt, ich kann entscheiden, wann ich losgehe. Ich bin dann da, wenn ich Lust habe und kann auch die Strecke fahren, die ich will, muss mich nicht in die U-Bahn setzen, was auch eine coole Sache ist, aber halt nicht immer. Da gibt es eigentlich keine gute Lösung. Es gab jetzt in den vergangenen Jahren viele Konzepte. Vieles ist auch davon wieder verschwunden, weil es einfach nicht den Nerv der Menschen getroffen hat, individuelle Mobilität und Spaß ohne jetzt, sage ich mal, Einschränkungen miteinander zu verbinden. Das heißt, diejenigen, die umsteigen, müssen ein Komfort-Minus mitnehmen. Wir haben uns überlegt, einen Aufbau zu bauen und dann war aber relativ schnell klar, dass es kein Rad gibt, wo das perfekt drauf passt. Und da ich Kfz-Mechatroniker bin, war dann eben auch das Know-how da, quasi ein eigenes Rad tatsächlich zu bauen. Und mein Bruder ist Ingenieur und dann haben wir gesagt, wir entwickeln jetzt zusammen ein Rad. Lastenrad ist eigentlich toll, weil es ist ein bestehendes Konzept, was es schon gibt, was funktioniert, was die Menschen kennen. Also wir fangen nicht mit was völlig Neuem, völlig Unbekanntem an und haben dann überlegt, okay, vorne sitzen, hinten sitzen, wie viel Dach, was braucht es und haben dann verschiedene Konzeptstudien gemacht, haben Menschen dazu befragt, haben wirklich Interviews geführt, über 30 Stück, um rauszukriegen, was sind denn wirklich so die Knackpunkte, worauf kommt es letztendlich an, damit es dann angenommen wird? Das heißt, die erste Frage ist schon mal, was muss dieses Produkt eigentlich können, damit es wirklich die erste Wahl ist und eben nicht, ich lieber das Auto nehme oder irgendwie, keine Ahnung, Uber oder was weiß ich. Das heißt, es muss irgendwie wirklich Spaß machen, es muss irgendwie einfach sein, es muss irgendwie nicht mich ins Schwitzen bringen, auch nicht am Berg, es muss irgendwie alles mitmachen können. Es soll geil sein. Und man muss auch größere Strecken überwinden, weil wenn ich immer nur so 1, 2, 3 Szenarien mit meinem Fahrzeug abdecken kann, dann springe ich immer wieder zurück auf das, was ich bisher gemacht habe, nämlich das Auto zu nehmen. Und aus dem Grund haben wir dann gesagt, okay, es muss möglichst viele Szenarien abdecken, die bestehende beste Alternative das Auto kann. Und das ist eben Kinder, Erwachsene und aber auch Ladung. Das heißt, ein möglichst variables Fahrzeug, möglichst variables Konzept in einem Fahrzeug. Ich will nicht 4 Fahrräder besitzen oder 4 Fahrzeuge. Die leichteste Entscheidung ist, ich entscheide mich für diese Mobilitätslösung. Es sollte auf jeden Fall so sein, dass das Rad trotz allem immer noch sportlich ist und irgendwie auch schick aussieht. Dann haben wir erstmal zusammen zu dritt irgendwie Räder gezeichnet und wie könnten die aussehen. Und wir haben uns überlegt, dass man Fahrräder mit 2 Rädern hat oder eben mit 3 Rädern und Neigetechnik. Und dann haben wir uns entschieden für 3 Räder, einfach weil es sicherer ist, man hat viel mehr Bremsleistung, rutscht weniger weg und wenn man Personen vorne drauf hat, ist es eben wichtig. Das Tolle ist ja eigentlich, dass man die Zeit auch, während man unterwegs ist, nutzen kann. Das heißt, man möchte sich unterhalten. Wir so in den Alpen mal wieder irgendwie. Saugeil. Deswegen vorn sitzen, auch auf gleicher Höhe, weil die Menschen, wenn sie zusammenfahren, der hinten sitzt, soll ja nicht irgendwie der Sklave sein, der den König vorn fährt, sondern man ist auf gleicher Ebene wie im Auto auch. Da sitzt man nebeneinander und das ist irgendwie so ein bisschen egal, ob ich fahre oder mitfahre, das ist so ein bisschen persönliche Präferenz. Und deswegen haben wir uns dann wirklich für so ein gemeinsames Fahren entschieden, wo man sich unterhalten kann. Ja, dann haben wir es im CAD gezeichnet und dann habe ich angefangen, nach der Arbeit jeden Tag eigentlich das Rad abends zu bauen.
den ersten Prototyp bei einem Freund von mir in der Werkstatt. Und haben dann sehr lange getestet, damit die Neigetechnik auch so funktioniert, wie sie soll. Und es war tatsächlich so, dass wir dann am Ende die ganze Nacht durch bis morgens um 8 irgendwie das Rad fertig gemacht haben und sind dann direkt zur Messe gefahren, ohne zu schlafen, und haben da unser Rad vorgestellt. Und hatten dann schon am ersten Messewochenende ein paar hundert Leute auf dem Rad gehabt. Und dann kriegst du einfach das Feedback, was du brauchst, um auch aus dem Konzept ein funktionierendes Fahrzeug zu machen.